Vielleicht habt ihr es schon in der letzten Vorschau auf dieses Video bemerkt. Vor Marrakesch machen wir noch einen Zwischenstopp in Essaouira. Ich habe einen Teppich gekauft. Wo bist du? Im Hotel. Ob wir den Teppich dieses Mal tatsächlich bekommen, weshalb wir eine Vanlife-Pause machen, wie es uns in Marrakesch ergeht und welche Stadt wir noch besuchen, erfahrt ihr in diesem Video. In Essaouira mit dem Camper zu übernachten ist leider nicht möglich. Etwa eine halbe Stunde entfernt liegt Sidi Khaouki, wo man auf einem der 2 Campingplätze übernachten kann oder für 2 € direkt am Strand auf einem bewachten Parkplatz, was wir für 2 Nächte gerne in Anspruch genommen haben. Das Hin und Her ist aber etwas umständlich und da wir die Stadt auch gerne mal abends erkunden möchten, gönnen wir uns für 2 Nächte ein Hotel. Wegen der fehlenden Übernachtungsmöglichkeiten mit dem Camper hätten wir Essaouira fast ausgelassen. Wir sind aber froh, haben wir es nicht getan. Denn Essaouira ist eine authentische Stadt, die es irgendwie schafft, Tourismus und Alltag zu vereinen. Es ist soweit, nachdem wir schon fast wieder zurück in Europa sind, ohne Teppich, es geht nicht. Und deswegen habe ich was gekauft in Essaouira. Ein Teppich. Ein Berberteppich aus Essaouira. Wir haben es doch noch geschafft. Bar bezahlt. Ja, wir haben unsere Lehre gelernt. Genau. Und jetzt ab nach Marrakesch. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material. Die Vororte von Marrakesch fangen hier an, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir entspannt durch die Stadt kommen. We keep on trying to hide it. Working so hard to keep it together. Maybe it's time that we let go. We're moving on one step at a time to something better. We're moving on one step at a time. Der Verkehr ist nicht so schlimm und Marrakesch macht einen ziemlich modernen Eindruck bis jetzt. Juhu, wir haben es geschafft. Jetzt müssen sie nur noch Platz haben. Time to something better. Maybe the day will be better. Ah nein, die sind gerade locker. Das sind nicht. Du kannst nochmal anfangen. Wir machen das Touri-Programm. Vor uns sehen wir die Koutoubia-Moschee. Die stammt aus der Almohaden-Dynastie und der einzig vollendete Turm, der stammt aus dem 12. Jahrhundert und hat eine Höhe zusammen mit den Kugeln von über 70 Meter. Bravo. Ich habe mich eingelesen. Das ist das Einzige, was ich kenne. In Marrakesch heftet man sich am besten an die Fersen von Einheimischen, um die Straße zu überqueren.
Und ein bisschen Rennen kann auch nicht schaden. Auf dem berühmten Platz Jemaa El Fna war für unseren Geschmack fast etwas zu wenig los. Wir hätten es uns viel turbulenter vorgestellt. Auch auf dem Souk war nicht übermäßig viel los und wir wurden mehrheitlich in Ruhe gelassen und konnten so gut durch die Medina schlendern. Nur auf die vielen Mopeds sollte man etwas aufpassen. Während des Ramadan wird das Abendgebet mit Hilfe von Lautsprechern auch außerhalb der Koutoubia-Moschee abgehalten, da nicht alle Besucher im Innern Platz finden. Danach trifft man sich in einer der Garküchen zum Fastenbrechen. Nachts ist auf dem Platz mehr los. Nebst Trommlern, Wahrsagern und Schlangenbeschwörern buhlen hier auch die letzten Geschichtenerzählerinnen um die Gunst des Publikums. In großen Gruppen scharen sich die Einheimischen um die Erzählerinnen und lauschen den Geschichten, die meist von Königen, schönen Frauen und Reichtum handeln. Auch dem Shah der Sekret haben wir einen Besuch abgestattet. Er bietet mit einem tropischen Garten, in dem Pflanzen aus allen Kontinenten leben, und einem großen marokkanischen Teil eine gute Verschnaufspause von der Medina. Aber unserer Meinung nach verpasst man nichts, wenn man den Garten auslässt. Viel interessanter ist dagegen die ehemalige Koranschule im Herzen der Medina, die mit einer faszinierenden islamischen Architektur begeistert. Schon sehr warm morgens. Ja, ne? heiß ist. Deswegen, Fahr mal los. ja, wir fahren einfach jetzt wieder ein Stück weiter Richtung Casablanca und wollen dort auch die Stadt angucken, die größte marokkanische Stadt. Genau. Und sind auch wieder gespannt, wie es dort aussieht. Sehr. Weil man stellt sich das ja immer so vor, weil man Filme gesehen hat und ich glaube, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich ganz anders. Ja. Und zu Marrakesch, willst du noch was sagen? Ja, wir waren sehr überrascht, weil wir hätten das ja fast ausgelassen auf unserer Reise hier durch Marokko. Nach all den Ja, wir Stories, haben, die genau, wir wir haben gehört halt haben, oder? viel Negatives gehört. Das ist laut, dreckig und jeder will einem was verkaufen. Und wir haben das aber gar nicht so wahrgenommen. Also Nee. es war sehr entspannt, Sehr entspannt. Sauber. sauber, Im Vergleich zu allen anderen Städten, Genau. die wir gesehen haben. gar nicht bisher. laut. Ja. Ja, also uns hat es sehr gut gefallen. Ja. Also, Ja. und der Parkplatz hier top. Also Ja, mitten, genau, die mitten Location in ist Marrakesch. Besser geht nicht. Halt nicht für die sehr heißen Tage, Nee, die wir jetzt erwischt haben, aber wahrscheinlich im aber Sommer sonst- sollte man da wahrscheinlich nicht hinkommen. Nee, besser nicht. Können wir also empfehlen, Marrakesch ist Absolut. empfehlenswert. Und jetzt gucken wir uns Casablanca Genau. an. Auf geht's. Auf geht's. Rutsch mal rüber, weil ich muss Barbara fahren. fährt wieder die erste Strecke durch die Stadt. So, auch das ging wieder einfacher als erwartet. War gar nicht so hektisch in der Stadt. Wir haben aber auch die Zeit gut gewählt, glaube ich. Es ist jetzt 10 Uhr und da sind alle schon am Arbeiten und die Straßen sind mehr oder weniger leer. Und dann geht das ganz gut. Wie war es für dich? Ja, easy, wenn du auch ein bisschen guckst, eben die toten Winkel. Ja, dann ist Achtung, das da kommt wieder so ein toter. Winkel.
dann ist das total okay. Genau, um 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags ist es doch ein bisschen hektischer, habe ich das Gefühl. Ja. Aber das haben wir jetzt vermieden, das ging eigentlich ganz gut. Marianne, im Supermarkt. Du hast es immer noch nicht vergessen. Wir müssen noch mal einkaufen im Carrefour. Und der hat ja Alkohol, also der verkauft hier Alkohol. Aber es ist Ramadan und dann verkauft er eben auch kein Alkohol. Und in Casablanca vielleicht Haben Sie keinen ich geh doch mal gucken. Wir sind definitiv im modernen Teil Marokkos angekommen. Hier kosten sogar die Parkplätze für den Carrefour. Was kostet's? 10 Dirham die Stunde. Was? Stutz! Für so viel haben wir schon übernachtet. Ist gut, kannst du wieder? Achtung, Fahrstopp! Achtung, jetzt Ohne Alkohol, aber dafür mit reichlich Süßigkeiten als Nervennahrung ging es ab in den Feierabendverkehr. Ganz wichtig, immer die Hand auf der Hupe. Und auch. Ja. Im Zweifelsfall Gas geben und hupen. Ja, und wir haben es geschafft, in den Feierabendverkehr zu kommen, glaube ich. Sehen wir das? Achtung, rot. Ja, das ist jetzt rot. Falls das irgendeine Sau interessiert. Für weiß wen auch nicht. immer das gilt, dieses Rot. Okay, interessiert keine Sau. Doch, die von rechts hätten eigentlich Vortritt jetzt. Warte mal, bis grün ist. Ja, ich warte mal. Und sobald die Fußgängerampel auf rot ist, kannst du fahren. Ich weiß ja nicht, ob die anzeigt. Ich fahre jetzt einfach. Ja, fahr. Und hup mal. Ja. Hupen ist immer gut. Hup mal. Was für eine Fahrt! Gut konnten wir uns auf dem Stellplatz etwas ausruhen, um am nächsten Tag frisch und munter Casablanca zu erkunden. Die Moschee in Casablanca ist eine der größten Moscheen der Welt und bietet im Innern Platz für 25.000 Personen und weiteren 80.000 auf dem Außengelände. Gebaut wurde sie im Auftrag von König Hassan II., um das traditionelle Kunsthandwerk zu erhalten und diente somit auch als Ausbildungsstätte für künftige Handwerker. Besonders beeindruckend ist das Dach, welches sich öffnen lässt, um so dem Himmel näher zu sein oder um einfach mal lüften zu können. Sie ist übrigens die einzige Moschee in Marokko, die auch von Nicht-Muslimen besucht werden darf. Im Eintritt inbegriffen ist eine geführte Tour, auf der wir viele interessante Informationen erhalten haben, wie das mit dem Lüften zum Beispiel. Die Moschee ist wirklich ein Besuch wert, aber sonst hat uns Casablanca von allen Städten Marokkos am wenigsten gefallen. Deshalb sind wir nach 2 Tagen auch schon wieder weitergereist. Im nächsten Video nehmen wir nach fast 3 Monaten Abschied, blicken zurück auf unsere abenteuerliche Marokko-Reise und teilen unser Fazit mit euch. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid.